Die neue Panik des Tages, die auf YouTube herumgeistert, die Europäische Union unter der Führung von Ursula von der Leyen möchte gerne auf das Guthaben von Sparern zugreifen. Insgesamt 10 Billionen Euro gibt es hier an Vermögen, was auf irgendwelchen Sparbüchern herumfährt, niedrig besteuert ist. Dieses Geld will man mobilisieren für die Rüstung, für angeblich attraktive Projekte. So die Vermutungen, die hier geäußert werden von diversen YouTubern. In diesem Video wollen wir uns die Hintergründe zu dieser Story einmal näher anschauen. Es ist ja klar, auf YouTube muss man hart arbeiten und schon einiges tun, damit sich hier möglichst viele Leute ein Video anschauen. Und da ist natürlich total normal, hier in den Titeln und den Thumbnails etwas zu übertreiben, zu überziehen, hier bestimmte Fakten aufzubauschen und vielleicht auch ökonomisch mit der Wahrheit zu sein. Das muss man wissen bei diesem Medium. Ich finde das auch nicht weiter schlimm. Jeder kann sich ja selbst aussuchen, was er anschaut und dann selbst entscheiden, was er glaubt und was er nicht glaubt. Gute Unterhaltung ist ja auch wichtig und der Unterhaltungswert vieler YouTube-Videos ist natürlich sensationell. So, und das ist natürlich meiner Meinung nach der Hintergrund für viele dieser Stories. Da wird so etwas aufgebauscht. Etwas, das eigentlich überhaupt nichts Neues ist. Eine Idee, die schon seit langem bekannt ist und wird dann als etwas hingestellt, was jetzt ganz neu, sensationell ist, skandalös und wo man sich dann als Otto-Normalverbraucher davor fürchten muss. Und dazu gehört natürlich auch die Idee der EU, der Spar- und Investmentunion. Ist das etwas Neues? Was man sich darunter vorstellen muss, ist mal grundsätzlich zunächst mal die Idee, dass Finanzmarktprodukte in der EU mehr oder weniger vereinheitlicht angeboten werden können. Das heißt zum Beispiel, dass ein Sparer in Deutschland in Zukunft auch ein attraktives Investmentangebot aus Schweden zum Beispiel wahrnehmen kann. Ähnlich wie das ja auch in den USA ist. Wenn du in Texas wohnst, kannst du natürlich bei einer Bank in New York oder in Kalifornien bestimmte Investmentprodukte hier nutzen. Und das Ganze geht komplett hier ohne Reibungsverluste, ohne dass es hier größere Komplikationen gäbe. Natürlich ist das theoretisch auch heute schon in der EU möglich. Es gibt so Dinge wie Passporting, das heißt, ein Finanzdienstleister in einem EU-Land darf diese Finanzdienstleistungen auch in anderen Ländern anbieten. Aber es ist alles noch nicht so wirklich vereinheitlicht. Und da kommt natürlich in der EU auch noch das Sprachproblem dazu. Das ist natürlich völlig klar. So. Und das ist eigentlich zunächst mal die grundsätzliche Idee dieser Spar- und Investmentunion, dass man hier also einen Markt für Finanzmarktprodukte schaffen will, ähnlich wie die USA. Die Sache mit dem Sparguthaben, dass es eben in der Europäischen Union 10 Billionen Euro an Sparguthaben gibt, die im Grunde dort hier niedrig verzinst, damit eigentlich für die Wirtschaft nicht nutzbar auf irgendwelchen Konten liegen, die ist jetzt auch nicht gerade neu. Ich zeige dir mal hier einen Artikel vom Juli 2024. Hier der Artikel von Politico, da werden genau diese 10 Billionen hier erwähnt. Und dann wird darauf im Detail eingegangen, was ja eigentlich die EU vorhat. Hier wird dann auch der Vergleich in diesem Artikel gezogen zu den USA. Hier kann man also sehen, wie viele Amerikaner hier zum Beispiel in Aktien investiert haben, im Gegensatz zu den Europäern. Ich werde den Link zu diesem Artikel auch hier in die Beschreibung dieses Videos mit einfügen. Also, das heißt, diese Idee ist jetzt nicht wirklich etwas Neues und man muss natürlich sagen, die Idee, dass im Grunde aus Sparern Investoren werden, gar nicht so dumm ist, denn das würde es ja vielen Bürgern zum Beispiel auch ermöglichen, am Erfolg der Kapitalmärkte hier teilzunehmen. Wie der Artikel von Politico ja unterstrichen hat, gibt es in Deutschland und auch in der gesamten Europäischen Union im Vergleich zu den USA relativ wenig Personen, die an der Börse investieren. In den USA ist das gang und gäbe. Da ist ja auch die Aktienrente der Standard bei fast jedem Arbeitnehmer. Natürlich gibt es auch eine staatliche Rente in den USA. Aber praktisch jeder Arbeitgeber bietet hier seinen Arbeitnehmern einen sogenannten 401k an. Damit kann man dann in Aktien investieren. Der Arbeitgeber gibt hier steuerbegünstigt einen Teil des Bruttolohns dazu und der Arbeitnehmer auch. Und das ist ein Grund dafür, warum so viele Amerikaner viel vermögender sind als die Europäer. Also grundsätzlich ist das eine gute Idee. So, die Panik des Tages wird jetzt dadurch verursacht, dass diese YouTube-Videos hier aussagen, dass man hier letztlich zwangsweise Sparguthaben in Investments umwandeln würde. Investments zum Beispiel in grüne Energie, in Staatsanleihen, in Rüstungsprojekte oder was auch immer. Und angeblich gibt es hier dann noch die ganz große Verschwörung auch mit der EZB. Dort hat ja angeblich Christine Lagarde vor kurzem behauptet, dass der digitale Euro
schon im Oktober 2025 eingeführt wird. Auch ein komplett alter Hut, wie ich ja in einem anderen Video schon erklärt habe, dass hier im Oktober 2025 die Entwicklungsphase endet für den digitalen Euro, steht schon seit Jahren fest, hat sie also nichts Neues dazu gesagt. Von der Leyen hat sich jetzt vor dem Hintergrund ihrer Aufrüstungsambitionen zu der Spar- und Investmentunion geäußert, mal wieder. Hier wird dann wohl im Laufe des Märzes 2025 noch ein detaillierteres Konzept vorgestellt werden. Momentan ist nirgendwo die Rede davon, dass hier irgendwelche Sparguthaben zwangsweise automatisch umgewandelt werden in Staatsanleihen, in Rüstungsaktien oder sonstige Investitionsprojekte. Kann ich mir vorstellen, dass hier in Zukunft zwangsweise Sparguthaben umgewandelt werden in Staatsanleihen, Rüstungsprojekte etc.? Ich halte es für kaum vorstellbar. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass hier die Bürger sehr dazu ermuntert werden. Wir kennen das ja aus anderen Ländern, zum Beispiel in Japan. Japan hat ja eine gigantisch hohe Staatsverschuldung. Ein Grund, warum diese Staatsverschuldung jetzt hier in Japan nicht so stark ins Gewicht fällt, ist, dass Japan in viel geringerem Maße als zum Beispiel Deutschland oder auch die USA von ausländischen Investoren abhängig ist. Tatsächlich kaufen dort hauptsächlich die japanischen Banken und damit auch dann die japanischen Sparer diese japanischen Staatsanleihen. Und hier wird dann besonders dafür geworben und hier wird dann letztlich auch von Patriotismus und so weiter gesprochen. Natürlich könnte ich mir sowas auch in Europa vorstellen. Dass hier zwangsweise eine Umwandlung erfolgt, führt meiner Meinung nach, und wenn ich das jetzt von der rechtlichen Perspektive sehe, zu immens großen Problemen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das die EU auf die Fahnen schreiben würde. Aber wer weiß, schauen wir mal, was da kommt. Aber Fakt ist, zum jetzigen Zeitpunkt ist davon nicht die Rede. Hier gibt es keinerlei Verbindung zu dem digitalen Euro. Das heißt also, ich denke, hier gibt es keinen Grund zur Panik. Aber jetzt kommt es. Ich will dich auf etwas ganz anderes hier aufmerksam machen und diese YouTuber, die dann von solchen Äußerungen der Politiker hier so sensationslüstern berichten, tappen mir meines Erachtens in eine Falle, welche diese Politiker hier sehr sorgfältig möglicherweise hier vorbereitet haben. Es gibt ein ziemlich gutes Video von Professor Christian Rieck. Du kennst vielleicht seinen YouTube-Kanal, ich kann ihm jedem nur empfehlen. Ich werde einen Link zu dem Video hier in die Beschreibung dieses Videos mit einfügen. Hier spricht er über das Vermögensregister, das ja auch mal angeblich hier eingeführt werden sollte von der EU. Da gab es dann auch alle mögliche Panikmache. Aber es ist dann tatsächlich nichts passiert. Aber er beschreibt hier letztlich die schmutzigen Tricks der Politiker. Und das wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier werden im Grunde genommen Gesetzesvorhaben schon mal angetestet. Also von der Leyen macht hier irgendwelche Äußerungen. Sie hat eigentlich überhaupt gar keine konkreten Pläne, aber sie will mal testen, wie die Öffentlichkeit so reagiert. Gibt es da große Proteste? Was schreiben die Medien und so weiter? Und natürlich die YouTuber, die dann hier natürlich voll wieder aufspringen auf den Zug. Die tun ja damit natürlich letztlich einen Gefallen. Die fressen sozusagen den Köder. Professor Rieck nennt das die schmutzigen Tricks der Politik, weil im Grunde damit Unruhe gestiftet wird, weil Bürger damit in Panik versetzt werden. Und er spricht hier von Strategemen der Krise. Er hat dazu auch ein Buch geschrieben. Wir sehen das ja immer wieder. Eins dieser Strategeme ist zum Beispiel hier eine Notwehrsituation vorzutäuschen, so wie wir es jetzt ja gerade wieder sehen, was die Aufrüstung anbelangt. Man hat das vielfach auch zum Beispiel beim Klimawandel gesehen. Das heißt, hier wird gesagt, die Situation ist jetzt gerade so dramatisch, so schlimm. Wir müssen nun unbedingt hier die Demokratie außer Kraft setzen und jetzt irgendwelche Gesetzesvorhaben hier durchpushen, ohne hier wirklich dazu öffentlich zu debattieren. Und wie gesagt, wenn dann so YouTuber hier tatsächlich so Panik schieben, dann bestätigen sie ja nur diese Notwehrsituation. Ja? Also dieses Video von Professor Rieck will ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da wird das Ganze beschrieben und du solltest dir das anschauen und dir tatsächlich Gedanken dazu machen, damit du hier nicht irgendwelcher Meinungsmache zum Opfer fällst. Wie gesagt, ich habe keine besonders hohe Meinung, keine besonders gute Meinung von der EU. Ich halte die EU als Struktur in vielen Teilen für undemokratisch. Sicherlich, da gibt es demokratische Elemente wie das Europäische Parlament, das wird ja auch gewählt. Aber gerade die EU-Kommission ist ja so eine Priesterkaste, die hier völlig ohne Kontrolle und völlig ohne Aufsicht sehr, sehr große Macht ausübt. Das ist sehr besorgniserregend. Ich habe hier allergrößte Bedenken. Deswegen sagen wir nicht ohne Grund seit Jahren, wandere aus der EU aus, baue Vermögen außerhalb der EU auf. Das sind natürlich alles Dinge, die sind wichtig. Ich will jetzt hier auch die EU eigentlich nicht in Schutz nehmen. Es geht mir um dich.
Ich will verhindern, dass du in Panik gerätst und dann hier irgendwelche dummen Entscheidungen triffst, wie zum Beispiel dein ganzes Vermögen zu liquidieren und dann die Erlöse in überteuerte Goldmünzen der einschlägigen Goldhändler zu investieren. Ja, also das will ich vermeiden. Ich will Kurzschlussreaktionen verhindern. Wir haben Kurzschlussreaktionen ja vielfach während der Pandemie erlebt, wo dann Leute Hals über Kopf nach Montenegro oder nach Paraguay ausgewandert sind und mittlerweile lange zurückgekehrt sind, weil sie todunglücklich geworden sind. Das will ich verhindern. Wie gesagt, es geht mir gar nicht darum, von der Leyen oder die EU in Schutz zu nehmen. Ich sehe das mit großer Sorge und das solltest du auch tun. Ja? Aber das sollte dich nicht davon abbringen, hier an deinem Plan B, an deiner Auswanderung sorgsam und in aller Ruhe und Konzentration zu arbeiten. Und Panik ist da einfach das falsche Rezept für solche Vorhaben. Hier muss man objektiv bleiben, einen kühlen Kopf bewahren und darf sich hier nicht verleiten lassen von diversen YouTube-Videos. Und ganz davon abgesehen, selbst wenn die EU hier Sparguthaben nicht umwandelt, wovon ich ausgehe, gibt es einige Vorhaben, viele Vorhaben der EU, die genauso besorgniserregend sind. Zum Beispiel das Kontenregister, zum Beispiel die Kryptobeaufsichtigung DRC 8 oder MiCA, also dieser ganze Kontrollapparat, der hier aufgebaut wird, die AMLA und natürlich in Zukunft der digitale Euro. Ich denke auch, dass der digitale Euro irgendwann kommt. Sicherlich nicht im Oktober 2025, aber irgendwann wird er kommen. Und natürlich muss man sich darauf jetzt vorbereiten. Und deswegen ist es wichtig, dass du die Risiken realistisch einschätzt und dich nicht auf Risiken konzentrierst, die gar nicht wirklich existieren. Konzentriere dich auf die tatsächlichen Risiken, auf Dinge, die bereits von der EU beschlossen wurden und eingeführt werden. Das ganze Thema Aufrüstung, mögliche Wehrpflicht für deine Kinder, für deine Enkel, das sind doch alles sehr besorgniserregende Themen. Wie gehst du damit um? Wie willst du das verhindern, dass deine Kinder, deine Enkel hier zu Kanonenfutter werden? Also hier mal was zum Nachdenken für dich. Wenn auch du dich mit dem Gedanken herumträgst, auszuwandern oder einen Plan B zu entwickeln, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei diesen Fragen zu unterstützen, die Risiken realistisch einzuschätzen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren und ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.